In Turkish they are saying, drink tea and don't be afraid. Means chai ich, korkma, hitch. Korkma means to be afraid. Hitch, no, don't be afraid. We are saying chai ich, Hitchcock, dann korkma. We are saying a little bit variant, a little bit variable statement. Drink tea and don't be afraid from Hitchcock. Hitchcock is a director, he makes very movies to be afraid. Hitchcock, dann Korkma. Welcome. You have tea? The sisters, they have also chai? Yes. Good, Bismillah. Because otherwise they will be afraid. We shouldn't be afraid, inshallah. And we shouldn't be sad also. What's your name? Yes. Abdul Qudus? From where? Ursprünglich aus Straßburg, jetzt in Taiwan. In Taiwan? MashaAllah. Hat man da nicht, das ist gut. MashaAllah, Taiwan. Straßburg und jetzt Taiwan. Was machst du in Taiwan? Restaurant oder was? Französisches Kommen wir mal essen, inshallah. Am Wochenende. MashaAllah, ein französisches Restaurant. Mabruk. Bist du verheiratet dort? Ja. Mit einer Taiwanesin? Wir haben uns verheiratet. Wie? Wir haben euch verheiratet? Wer ist deine Frau? Sie ist nicht hier, sie ist in Taiwan. In Taiwan. Ist Französin? Nein, Taiwan. Taiwanesin. Hier war das? Ja. In Herberge? Ja. 3 Jahre vorher im Sufis Festival. Am sowieso. MashaAllah. Die Schale gesprochen und Weihnachts genommen. Ja? MashaAllah. Aber wie machst du den Namen? Abdul Qudus. Den Namen? Hm? Ich habe Ihnen erzählt, das war der ehemalige Meister, der war buddhistisch. Der ist dann zum Islam übergetreten. Im Heimat hat er mich angerufen und mir gesagt, ja, du hast die Wahl zwischen zwei Namen. Ich habe mir gesagt, Bilal oder Abdul Qudus, ich wusste nicht, was das heißt. Ich habe gesagt, Abdul Qudus, das klingt schön. Ja, das ist ein guter Name. MashaAllah. Von deinem buddhistischen Meister, Ja. der zum Islam übergetreten ist. MashaAllah. Alhamdulillah. Allah yahdi MashaAllah. Kifak Sheikh. Labas. Şo ismek Hasan? Ya. İsmuka? İşe. İşe. Hadi. Ahla ve sahla. Taraf İngilizce zaman? Yes. Taraf. Alhamdulillah.
Abdullah, Prince Abdullah. Gib mal rüber, ja. Mubarak, inshallah. Mabruk. Which language we speak tonight, inshallah? Tarif Inglisi, Ishan? French. Comment ça va? Ça va bien. What means evening in French? Evening. Le soir. Ce soir, nous ayons weg. Nous allons. Aux enfants de la patrie. This was all. Alhamdulillah. Then we speak Italian, inshallah. Come stai? Bene. Bene. Alhamdulillah. German, speak German also. Yeah, German also, mashallah. Yeah. Multi-talent, mashallah. Or Croatia, let's speak Croatia. It's okay. Better. Kako ste vi? Bosnia. Kako ste vi? Dobro. No, we speak Czech because we have a guest from Czech. Czech Ismail. Czech is like Sheikh. Czech Ismail. Czech Ismail from Czech Republic. Huh? South? South Czech. Sound Czech. That's very good. This we can speak. His son also, and then we speak Arabic, Hassan. Religion Suri. Suriye. Türkçe konuşuyorsun mu? Konuşuyorum. Evet, Türkçe. Mashallah. Or who hearted Dutch we can speak. Oh, Wolof. We speak Wolof. No, what do you speak, Abu Bakr? In your country? Polish. Typischer Pole. Oh, you know. In your country, what? In your home country? English. Educated people around the world. Then we speak Belgium, inshallah. No, French. Spanish? Yusuf. Yusuf, also. Doesn't matter. For him, it doesn't matter. It doesn't matter which language. His Sender ist auf Empfang. His Sachen auf English. His receiver is receiving, so it doesn't matter. He is not listening in words, he's listening in frequencies. In frequencies and also in vibrations. Yes. We are also trying to do this, inshallah, because there's too many languages. What shall we do? We listen in vibrations and frequencies, inshallah. And which is better for me also because I don't know anyway what to say.
So we agree. And as Rumi said, Jalaluddin Rumi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, he was making music. He was playing to music for the Rum. When he came to the Rum people from the east, he came to the west, to Rum people, and they didn't speak his language. So, to make it easy for them to understand something, he used music, he said. He said to the people who refused the music, was accusing him to make music, and he said, I make music for the people who don't understand our language. And we are in the same case, everyone different language here, we have to use it. And music is notes, frequencies and vibrations. And we are, inshallah, trying to come to our heart vibrations. Not heart, heart. Heart with T. Heart vibrations we have. Yeah. Ready for the bulldozer to break it. But heart is from the heart. The vibrations. We are in tune. We are just tuned by Sheikh Mehmet Effendi. He tuned us. Yes, he was tuning us by his presence, through which was shining the presence of his father, Maulana Sheikh Nazim Effendi, Karasa Sarifaliya. May Allah increase his powers, always, and his beautiful stations to make them more beautiful, and to give him the nearest stations in Divine Presence, together with beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, inshallah. And he was shining. It was as it was clear and becoming more and more clear, that his Khalifa, successor, is the successor who's carrying his secrets and continuing for us to continue the way. To continue the way. Allah showed us the way, brought us to a way, and we are trying to follow that way. Even with all our mistakes, we are trying to follow it. And this is, you can say, miracle, kerama of Islam. Yes, that Islam is going on since Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, since 1,500 years, and continuing as it is promised by Allah Almighty, Jalla Jalaluhu, to keep it until the end of this dunya. He is keeping Islam until the end of this dunya. He is saying, he is responsible. So we must not worry. Be happy. Be happy, don't worry, be happy. For this reason. Because it's a good news, and we are saying, and that we are believers. We are saying, we are witnessing, we are trying to be Muslims, someone who surrenders his will
to the will of the Lord. Means he believes. You have to believe. As Maulana always said, believe, you must believe. And even to Muslims he said, believe, you must believe. And in the Holy Quran also there is one ayat, I think, you must correct me inshallah, where it is saying, O believers, believe. Yes, O believers, believe. In that case it was not, O unbelievers, believe, because unbelievers, they are not believing. Doesn't matter what you tell them, if Allah doesn't want them to believe, they are not believing. But believers, they must believe. They have the intention. In another place, the Holy Quran, it said, this is Quran, when they came to the Prophet ﷺ, or was it Hadith, when they came to him and they said, we are believers, Ya Rasulullah. And he said, don't say that, because you are not yet. You are Muslims. You are Muslims. To get to be believe, a real belief, it's not yet. It's because the belief, Iman, is a thing from the heart. It's a thing coming from the heart. There's a clear sign for you, for your heart. Yes. But the intention is the beginning, and the intention is important. And whatever intention anyone makes, he will have the result of it, or let's say, you can say the recompense of it, or the Belohnung. Was heißt Belohnung? Recompense, no? Mohammed? Recompense. The reward. The reward of it. Jetzt auf Französisch, inshallah. Wir nehmen mal Deutsch. Ja, dass wir haben gesagt, Alhamdulillah, wir sind eingestimmt, inshallah, auf Herzensschwingung sozusagen. Wir haben so viele verschiedene Sprachen und Sprachen und wir gebrauchen Worte und Sätze und das ist leicht zu missverstehen auch. Und Maulana hat immer gebetet, ja Allah, lass uns nicht missverstehen, gib uns das rechte Verständnis, die rechte Einsicht, das rechte Verständnis von den Dingen. Und Mashallah, und Sheikh Mehmet hat einen 24 Stunden bei uns verbracht, Mashallah, und uns eingestimmt, ja, mit den Herzensschwingungen und Frequenzen und Einstimmungen, ja, seines Vaters, Maulana Sheikh Effendi, Nazim Effendi, Qasas al-Waliya, möge Allah seine Stufen immer erhöhen, inshallah, und die besten Aufenthalte geben bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zu verschönern immer in Ewigkeit, inshallah. Und Maulana hat uns, mashallah, nicht alleine gelassen. Ja, er hat uns nicht alleine gelassen, er lässt uns nicht alleine, er ist mit uns, inshallah. Mehr als vorher vielleicht. Ja, die letzten Jahre hat er sich zurückgezogen, mashallah, und hat es eingestimmt, Schritt für Schritt, auf den Tag, wo er diese Welt verlassen hat, und uns gezeigt, dass er mit jedem Rückzug, den er tut, wieder Türen aufmacht, ja, für dein Herz, ja, um die geistige Verbindung einzugehen und davon zu nehmen, ja, jederzeit. Und hat immer mehr aufgemacht in den letzten Jahren, was man an ganz vielen Beispielen sehen kann, auch an einigen Sohbats, wo er ganz klar gesagt hat, ja, jetzt ist die Zeit, ja, wo ihr aufmachen müsst und sagen, Bismillah, Rahman
Rahim. Ja, und immer weiter, ja, bis er schließlich gegangen ist. Und das heißt, dass seine Kraft jetzt so präsent ist, noch präsenter als vorher, als er noch im Körper war. Also wie es mit den Heiligen ist, dass ihre Kraft und ihre Präsenz noch stärker ist im Jenseits sozusagen, weil das Körperliche ist weg. Ja, und es ist noch leichter, die Verbindung einzugehen. Und er hat uns hier auch in dieser Welt nicht alleine gelassen und hat uns seinen Sohn als Khalifa, seinen Nachfolger geschickt. Und der ist gekleidet mit den Geheimnissen und es wird immer klarer mit der Zeit. Ja, es geht nicht von heute auf morgen. Ja, das ist nicht so. Also wir sind nicht irgendein Verein oder ich weiß nicht, oder ein Beamtenclub, wo ab morgen eine neue Regel kommt und dann zack. Wir sind Menschen, Insha'Allah, und solche, die es werden wollen. Und wir leben mit der Natur und wir sind Natur, ein Teil von der Natur. Und unser Herz hat eine bestimmte Natur, unser Verstand hat eine Natur, unsere Seele hat eine Natur und unser Geist hat eine Natur, unser Körper hat eine Natur. Alles das soll in Harmonie sein und es wächst, ja. Keine Panik auf der Titanic, es wächst, inshallah, weil beobachtet die Natur, das wächst auch, der Frühling kommt auch nicht von heute auf morgen und sagt, ey, tschüss, Winter, bang, ja, alles, ja, das geht schön langsam, alles kann man beobachten, Tag für Tag verändert sich das, Tag für Tag wächst es, aber es ist ein ständiger, es ist ständig, deswegen werden diese Dinge, die auch mit Sheikh Mehmet zusammenhängen, ja offenbar, nach und nach den Herzen, ja, wird es offenbar, inshallah. Dass wir nämlich, dass er uns eben auch hier in dieser Welt nicht alleine gelassen hat, sondern seinen Khalifa, wie alle Sheikhs, waren autorisierten Sheikhs und heilige Gottesfreunde es immer gemacht haben, dass sie nie ihre Schüler alleine gelassen haben, ja, wenn sie gegangen sind, sondern versorgt haben. Versorgen natürlich einerseits spirituell immer noch und auch hier nicht alleine gelassen haben. Sodass der Sucher auf dem Pfade der Glückseligkeit oder des Haqs, der Wahrheit, nicht alleine gelassen ist. Kann nicht sein. Weil Islam, es ist ein Wunder des Islam, ist die Kontinuität. Ja, seit 1500 Jahren, ja, ist der Weg da. Und der wird bleiben, inshallah, bis zum Ende dieser Dunya. Weil Allah subhanahu wa ta'ala einfach aus dem Grunde, er hat es versprochen. Er hat es versprochen. Ja, deswegen gibt es absolut keinen Grund zu irgendeiner Art von Depression oder Verzweiflung. Sondern es gibt Grund jederzeit und überall zur Hoffnung. Ja, dass es besser wird und dass der Islam erhalten ist und erhalten bleibt, ebenso wie Allah es versprochen hat. Und den Koran bewahrt, hat er auch versprochen, den Koran zu bewahren. Ja, und so ist es. Und so werden die Generationen, geben es weiter. Und Allah wird uns gewähren, inshallah, und hat gewährt bis jetzt 1500 Jahre lang und wird es weiter gewähren, inshallah, ja, dass die nach uns kommen, ja, das weitertragen, den Weg. Und der ist geebnet, der Weg ist geebnet. Ja, der ist klar und der ist geebnet. Ja. Und wir sind nicht alleine gelassen und wir haben die Führung in jeder Hinsicht. MashaAllah. This is good news and no reason for depression or to be desperate, but it's a reason to be hopeful and to be joyful and to enjoy and to try more than ever to clean our hearts, inshallah, from everything what doesn't belong
to this way. It doesn't belong to the truth, doesn't belong to Allah. To throw it out of our hearts. That is the work of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All prophets and all saints, they are coming to us, human beings, and saying, "Hey, Ahmak." Alhamdulillah, only Prince, he's understanding. But as Maulana, many times he was he was starting his support, "Oh, ihr Idioten." Haben wir da gesessen und so, "Hey, idiots." He started like this, mashallah. Wacht auf, sagt er, wacht auf, awake from your sleep, from your dream. Awake from your dream. This is a dream. We are in a dream. We are drunken by this world and dreaming, actually. And it will surely be opened and finished, this dream, when we die. Yes, when we die, then we will be with you, Ya Mawlai. Yes. When we die, the curtain will be open and we will be awake, inshallah. Maybe for the first time. Maybe. Ja, wenn wir sterben, dann wird der Vorhang des Lebens zerrissen und vielleicht für viele von uns, oder von den Menschen überhaupt, ist das erste Mal, dass sie aufwachen. Die Seele erwacht, aufwacht. Ja, im Wort wachen ist das Wort achten, achten drin. Ja, dass man Allah achtet, auf ihn achtet, ihn wahrnimmt. Wahrnimmt ist auch ein schönes Wort, wahrnehmen. Wahrheit ist Hak, wahrnehmen. Ja, die Wahrheit, von der Wahrheit nehmen. Wenn der Traum zerplatzt ist, der Traum und der Schlaf dieser Dunya. Ja, wir sind im Schlaf, im Tiefschlaf sozusagen, wie Zombies. Von Wunsch zu Wunsch. Nach dem Motto, wünsch dir was. Wünsch dir was und dann bewegst du dich nach deinen Wünschen. Du hast keinen Sheikh, du hast deine Wünsche. Wer keinen Sheikh hat, dessen Sheikh ist Shaitan. Ja, sagen wir zu den Wahhabis. Ja, und zu allen, die keinen Sheikh haben. Ja. Ja, oder zu den Leuten, die sagen, ich brauche keinen Sheikh, ich bin selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Ja, ich weiß, was ich will. Ja. Dein Ego weiß, was es will und führt dich an der Nase rum. Sozusagen. Führt dich schon, du hast eine Führung, ja, aber an der Nase halt. Ja. Und ein Sheikh ist der Segen und der Heilige und der Gottesfreund ist der Segen überhaupt, weil niemand anders ist dazu geeignet, uns hier schon, jetzt schon die Augen zu öffnen, bevor wir sterben. Yes? Nobody is geeignet, suitable, wie bitte? Able to awaken us before we die. Yeah, to sometimes the Sheikh, mashallah, sometimes with so many of us, he opens it, even to show us. He opens a little bit for some time to look, to have a taste, to have a look in the direction of truth. Yes, more or less. Yes, everyone is different. To open our hearts for some time, to see and to look and to get the taste, so that you have a longing for that love and that you are trying to die before you die, to open the curtain before it is opened anyway, when you go. To see
the truth and to awaken from the dream and to awaken from the sleep. Only then you are awake, only then you see your fellow human being, only then you do what is necessary, anytime, only then. And the saint and the prophets, they are the ones to show us this. To show us. Yes, you can see. MashaAllah, Sheikh Muhammad is a good example. We don't know anything, but a little bit we can see from him outwardly, only outwardly, how he is doing. His modesty, his beauty, his eloquence from his heart to see what is necessary, to say what is necessary. And he is the one, he is making no show. Like us, we love the show. We are showmen, and yes, there is some showman. He is not a showman. He is very concentrated, and he has a secret. He has that. He's doing what is necessary. That is the reason for his eloquence of actions and of moving, and how you can carry such traveling otherwise. Wir sehen im Beispiel von Sheikh Mehmet einige Eigenschaften, die die Heiligen haben, die sie brauchen, um andere Menschen anzustoßen und aufzuwecken. Und sogar äußerlich kann man das wahrnehmen, eben nicht nur jetzt geistig oder so, vielleicht mancher geistig, aber äußerlich schon, in der Form ist es wahrzunehmen, in seiner Schönheit, in seiner Klarheit, am meisten in seiner Bescheidenheit. Bescheidenheit. Und diese Bescheidenheit, die beinhaltet, zu tun, was notwendig ist und nicht mehr. Auch nicht mehr, keine Show. Wir sind Showmen, wir lieben die Show. Jeder ist anders, aber das ist perfekt. Das ist Perfektion, das Notwendige zu tun, das Notwendige zu sagen zu jemandem. Und damit, was ist dann? Dann ist er in seiner Präsenz, er ist im Herzen präsent. Und diese Präsenz, die spricht den anderen Menschen, mit dem er gerade zu tun hat, an. Und das nimmt er auf. Und was ist die Folge? Dass er ein kleines bisschen wach wird, inshallah. Dass er ein bisschen von seinem Traum aufwacht und aus seinen Gedanken rauskommt, und vielleicht, wenn Allah ihm gibt und wenn das so ist, kommt er ins Jetzt, in das Jetzt. Und er denkt nicht an morgen und nicht an gestern und nicht an vorhin und nicht an gleich, sondern er ist einfach mal da. Plötzlich ist er dann da. Vorher war man gerade nicht da. Man ein Schild gehabt, ich komme gleich wieder. Oder Montag fange ich an. Nach dem Motto. Und plötzlich war er da. MashaAllah. Wir sind die Heiligen und die Propheten, sind die Wesen, die Allah eben schickt zu seinen Menschen, zu seinen Dienern, und die uns aufwecken können. Und das haben sie vergessen. Die ganzen Religionen, alles ist darauf aufgebaut. Jede Religion ist nur darauf aufgebaut. Nur auf diese Menschen, auf diese Propheten und auf diese Heiligen. Auf nichts anderes. Die Schriften sind danach, durch sie gekommen. Aber das ist nicht die Grundlage. Die Grundlage sind die. Diese Wahrheit haben die vergessen. Und denken, wir lesen mal was. Wir lesen mal, und dann alle sind im völligen Schlaf. Und vergessen, dass nur der Mensch kann dir das übertragen. Nur der Mensch kann dich wachrütteln. Nur ein Wesen, ein menschliches, lebendiges Wesen. Yes, they forgot it. They forgot all of them the fact that the prophets and the saints
they are the only ones who can wake you up, can wake up human beings. And that Allah sends them, His friends, His near ones, His beloved ones, His truthful ones, Siddiqeen, He sends them to wake human beings up. Not scriptures. Scriptures came through them, with them, maybe. But it's not, the foundation is the people, it's the human beings. This, all the religions, they forgot it. They think they can read something, and it's making nothing to them, except filling their pride. And they get very pride from what they read. Yes. Even esoteric people, I don't know, they write, it's very funny, I read in a very good hadith book, there was a foreword from that man who, Charles Legay Eaton, very famous, he's also Sufi, but he writes in his foreword, yes, and you must read, more you read, then you can be like the Prophet. Because you know all, you read all the characteristics, you read and read and read, and then you read so much that you are then you are like the Prophet. He writes like this. And he's a Sufi, he's not daring to say also, hey, guck mal nach look for someone who has these qualities. And there is no other way. To find someone who has those qualities, who has them and lives them, then you can follow. If not, no way. You must have a living Sheikh. This fact is the truth, and this truth is a fact, and you cannot change it. Die sagen nicht, ja, die sagen, lies, bis dein Kopf so groß ist wie ein Kürbis, ja, und ungenießbar geworden ist, ja, weil immer mehr reingestopft worden ist. Die sagen, lies so viel und dann wirst du wieder Prophet. Habe ich von einer wichtigen Person, einem Sufi, ganz berühmter Herr, schreibt in seinem Vorwort, ja, und wenn du dann liest, die Methode ist zu lesen, ich habe immer gelesen auch und ich lese immer, du musst immer mehr lesen und bis du dann so wirst wie der Prophet. MashaAllah. Wenn das so geht, das ist ja super. Lesen können wir ja alle, Alhamdulillah. Ja, aber das klappt nicht. Ja, der sagt nicht mal, ja, nee, das läuft nicht so. Suche jemanden, der die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat, der sie bekommen hat, der gekleidet ist durch den Propheten, durch die Autorität des Propheten, durch die Silsila gekleidet ist von diesen Eigenschaften, dem folge, dann hast du eine Chance, das zu nehmen und auch zu werden, inshallah. Ja, das sagen sie alle nicht. Ja, sie bleiben lieber beim Lesen, ja, und beim Schlaf. Im Schlaf. Es klingt alles wunderbar, Bücher klingen wunderbar. Ja, dann kannst du also wirklich, es gibt Bücher, die sind so toll. Wenn man die liest, ja, also manchmal man wird auch ganz klein. Und, aber die Taten sind was anderes. Und es war immer beim Propheten sallallahu alaihi wasallam so, und bei ihm und in der ersten Generation und danach haben immer die Taten gezählt. Es wurde nicht akzeptiert, wenn irgendeiner was gesagt hat und das nicht getan hat. Nicht akzeptiert. Gab es nicht. Galt nicht als Wissen. Galt nicht als Wissen. Der war kein Wissender. Der galt nicht als Alim. Alim war einer, der hat gesagt und der hat das getan. Das war ganz klar. Dann hat sich das nachher verwässert. Mit der Liebe zu Dunya, wie weiter der Prophet weg war, sallallahu alaihi wasallam, haben sie wieder angefangen, die Welt zu lieben. Und dann hat sich das verwässert. Yes, in the time of the Prophet was very clear that an alim is somebody who and Noah was somebody, what he said he was doing. Only the deeds were counting. Yes, in his time and after the Khulafa al-Rashidin and Tabi'in also. Yes, then it became less and less. The more distance to the Prophet's life, the less it became. And now we are
in the time of the absolute ignorance. We are in the darkest time, light before the Prophet ﷺ, before he appeared. Same now. Completely ignorant. They lost the key. The key is lost. It's not there anymore. Cannot find in the religions the key anymore. Then the practitioners finished. May Allah open our hearts, inshallah. And inshallah, it's not, Maulana, inshallah, he will open more for us. He will open more, and anyone who is following, as we said, O believers, believe, you will get better every day. You must get better every day. Yeah? Look, Ya Allah, make it possible that we get better every day, even a little bit. Every day you must be with your beloved one, every day, and to be with him, and to be with him, to taste him, and to take from him something, and in any time of your day, 24 hours. This is intention we have to make. It's an intention. In the morning, in the evening, you must make intentions. Yes, in the morning, in the evening, so that you are protected from shaitan and from the ego and from this dunya, crazy dream dunya, and from the crazy dream desires, fountain of desires, different desires coming. To be protected, make intention, a firm intention. And then you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and you go. Don't worry. But make intention. A sincere intention, inshallah, to make it. After this, you will be rewarded. If you are saying, I want to be clean, completely. I don't want to have anything in my heart but you, O my Lord. O my love. Nothing else. This is my aim, as my Sheikh. Yes, I don't want to hear. I don't want to hear anything from voices. The voice of my Sheikh only. I don't want to have in my heart anything but the love of my Sheikh. Yeah? I want. It's my firm intention. Then you will get this. If this wish from you and this intention from you has a spark of sincerity, you get the result, the full result, inshallah. No? Was promised. Ja? Macht Intentionen, Niyat, kullu amalu bi Niyat. Morgens, abends, ja, wenn es nötig ist, ja, für sauber zu bleiben im Herzen, nicht reinzufallen auf Ego, Dunya, Nafs, ja, Wünsche, Shaitan und so weiter, sondern mach die Absicht zum Beispiel, wenn du die Absicht machst und sagst, ich will ein reines Herz haben, also mein Herz, also ich möchte alles, was nicht dir gehört, ja Allah, was nicht zu dir gehört, soll verschwinden von meinem Wesen. Das ist mein Ziel, das möchte ich so, inshallah, damit du 100% zufrieden bist, Rasulullah 100% zufrieden ist, mein Sheikh 100% zufrieden ist. Ja? Und der Sinn, dass ich wie ich erschaffen worden bin, voll, ja, 100% zur Geltung kommt, das ist meine Absicht. Bismillah, ja Allah, ja, du bist Zeuge, ich habe die Absicht. Wenn da ein Funken Aufrichtigkeit ist in dieser Absicht, dann kriegst du diese eines Tages, eines Moments, inshallah, kommt das Ergebnis, volle Ergebnis. Sie hat gesagt, mach die Absicht, macht Absicht. Deswegen hat der Sheikh immer gesagt, meine Absicht ist 70.000 Dargas, meine Absicht ist
Allahu Akbar zu sagen, und zwar an jedem Quadratzentimeter auch von dieser Welt, ganzer Globus. Allahu Akbar, überall will ich hören Allahu Akbar und werde ich sagen Allahu Akbar, hier und auch noch im Himmel, hat er gesagt. Das ist seine Absicht. Ja. Kannst du dir vorstellen, was Maulana jetzt hat, Mashallah, entsprechend seiner Absicht. Ja. Das ist wichtig. Ja. Und dann kann man Fehler machen, ja, wenn man hier stolpert über den Alltag und über seine Unzulänglichkeiten, die wir halt mit herumtragen. Das macht dann nichts. Das ist okay. Ja, dann sagen wir Astaghfirullah, Allah liebt es. Ja, wir sind halt schwach. Das wäre, ja, sonst würden wir vielleicht mal stolz werden. Wenn das alles so reibungsläuft, dann fängst du noch, läufst da herum wie Oscar. Mashallah, das klappt ja. Ja. Dann fällst du ein bisschen hin auf die Nase, ist okay, alles klar. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Er liebt es. Er liebt es, weil es ist intim. Es gibt Intimität. Ja, du fragst ihn um Verzeihung. Ja, du weißt, er hat dich erschaffen. Er hat dich erschaffen. Ja, sei dankbar, inshallah. Jeden Tag 2 Rakats Schukr für die Existenz, dass du atmest, dass du ihn wissen darfst, dass du ihn kennen darfst. Das ist Subhanallah. Ich meine, das ist ein Wunder. Also, man kann sich nur wundern. Ja? Ja. Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Ah nee, umgekehrt. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Yes, you have to be like a child, because it is really miraculous. Every breath from you, your existence is miraculous. That you are sitting here, yes, it is a miracle. And that you may know your Lord. That the only reason that you are sitting here is to know your Lord. That He's saying, hey, I created you, come, look at me, come. This is, what an honor, what an honor. What an honor, it's such an honor. More is not necessary. If you think about this, you cannot stop wondering. You cannot stop. Like Abba Yazid, he said, when I die and I coming in front of my Lord, yes, I am not fearing what my Lord, if he says, maybe he says, hey, Bayazid, go to hell. You did this and that, you know, look, it's your book, hell. Or he says, hey, mashallah, paradise. Yeah. He doesn't care. He doesn't care. Bayazid said, I don't care. I am in that moment standing in front of my Lord. I'm waiting only one thing. When he says, Ya Bayazid, that is enough for me. That is enough. He said my name. He said my name. Allahu Akbar. He addressed me. He addressing us. He's addressing us. What a love, what an honor. Only addressing is enough. Ya Bayazid, Ya Hussein, Ya Hassan, Ya Muhammad, Ya everyone. Oh you. He's addressing you. He created you and is addressing you. That is enough. Ya Bayazid is enough. If he says what he says after, I don't care. If he says hell, paradise, no. Bayazid, alles klar. Ich warte nur darauf, sagt Bayazid, ja, wenn ich sterbe, von meinem Herrn zitiert werde, ja, und er wird mich richten. Ja, dann wird er sagen, vielleicht Hölle, ist mir egal, oder Paradies, ist mir egal. Ja, ich warte auf den Moment, wenn er mich anspricht, wenn er sagt, du bist dran, ja, Bayazid. Ja, wenn der Geliebte dich anspricht, das ist genug. Die Ansprache. Er wendet sich dir zu. Der Schöpfer, der dich erschaffen hat, der wendet sich dir zu. Mehr Ehre gibt's nicht. Mehr Liebe gibt's nicht. Mit deinem Namen. Er sagt deinen Namen. Sagt Bayazid. Deswegen ist mir egal. Er sagt erstmal, ja, Bayazid, dann bin ich erfüllt. Mehr brauche ich nicht. Das ist Perfektion.
Was danach kommt, ist mir egal, ob er sagt, jetzt gehen wir in die Hölle oder gehen wir ins Paradies. Das habe ich nichts mit zu tun. Ich habe nur mit dem Moment etwas zu tun, wenn er mich anspricht. Ja, MashaAllah. Möge Allah uns rechte Einsicht geben. Ja, und jeden Tag mehr. Every day more, inshallah. So that we get together with companions, inshallah, of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana Sheikh, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq, bi hurmat al-Fatiha. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.